Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt um einiges gesprungen. Im November 1906 auf Oktober 1911. Es ist ein bisschen ruhig gewesen. Wir haben uns in einem Staatsstreich Norwegen noch holen dürfen. Den Süden jedenfalls davon. Und meine Schlachtschiffgruppen, die das mitgefördert haben, die sind gerade auf dem Rückzug. Und ansonsten hat sich jetzt ein bisschen nur was getan. Wir kennen das ja hier noch von den Spaniern, was wir uns geholt hatten, aber auch, wo ich noch gar nicht drauf eingegangen war, Afrika. Appa Volta von Togoland aus um uns geholt und was sich die Deutschen dann noch geholt haben, war dieses Gebiet hier. Und zwar haben die tatsächlich ähm, von Südafrika aus dann Angola über Kongo und so weiter diese West- und Ost, sage ich mal, Häfen zusammengeschlossen und waren dann bis Uganda oben schon ziemlich fleißig. Hat nichts irgendwie mit der Flotte zu tun gehabt, sondern das hat alles die Infanterie hier gemacht zu diesen Kriegszeiten. Ansonsten hat sich jetzt hier hinten nicht mehr so viel getan. Wir kennen noch die alten Bismarck-Archipele. Das ist so geblieben. Und auch mit Laos und China sind wir dann hier in diesen Teilen erstmal so verblieben gewesen. Westlich hat sich da äh, gar nichts weiter irgendwie getan. Ähm, Wir sehen alles hier noch unter der britischen Herrschaft und so weiter. Und wir sind dann hier hinten noch ein bisschen vertreten. Die Marshallinseln. Aber ansonsten hat sich da jetzt nicht viel getan. Was sich aber getan hat, sind die bei den Schiffsdesigns. Ihr seht schon, wir haben jetzt eine neue Klasse, die ich ja schon sagen würde, das ist jetzt die Vorschlachtschiffklasse, und zwar die Bayern habe ich noch gebaut. Und ein neues CA, das wesentlich länger ist, wesentlich mehr Tonnage hat. Und auch technisch hat sich da natürlich durch die Forschung, die wir jetzt gepusht haben, noch ein bisschen was getan. Also wir sehen jetzt hier, dass wir schon langsam Schlachtschiff-Charakter kriegen. Das ist auf der Dreadnought 2 Basis und noch relativ bezahlbar, wie wir sehen, von den Kosten her. Und hier sind die Geschützanordnungen dementsprechend, wie wir das eigentlich ja schon angefangen haben. Nur, dass hier jetzt Sekundäre noch dazugekommen sind und wir uns dann dementsprechend auch ein bisschen im Nahkampf gegen Zerstörer und so weiter schon wehren können. Und auch vom Rumpf her könnten wir jetzt schon die Dreadnought 3 Klasse nutzen. Mir persönlich nutzt es jetzt nichts, weil die Dreadnought 2 relativ gut ist. Aber wir haben endlich Zerstörer. Noch die kleinen, aber sie sind da. Und ähm, das ist schon ziemlich gut. Jetzt muss ich mal gucken, unser 1100 wird wahrscheinlich unser Limit sein, ja. Und auch da, mal gucken, wir sind jetzt bei Halböl. Bei den Kesseln hat sich leider noch nicht so viel getan. Da haben wir nicht wirklich Wert auf die Forschung damals gelegt. Und wir haben jetzt die Minensucher dabei, aber auch noch nicht die Wasserbomben. Ähm, von daher habe ich den DD soweit noch nicht aufgesetzt, glaube ich.
Oder liegt das jetzt noch am Turm? Ich muss mal schon schauen, wenn wir den Nebenturm hier noch haben. Nein, kommen keine Wasserbomben dazu. Bei den Torpedowerfern sind wir jetzt schon bei den Drillingen, die wir mit einsetzen können. Aber ich werde, wie gesagt, das noch nicht speichern. Da wir erst die Forschung dann dementsprechend auf die ganzen Anti-U-Boot-Sachen legen müssen. Ja, bei der Politik, also wir sind natürlich, es hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Es spitzt sich jetzt immer mehr zu, ähm, zum Beispiel mit Deutschland, aber mit Frankreich stehen die wohl nicht so gut, die Briten. Und auch wir können uns im BIP sehen lassen. Ich glaube, wir haben sogar den höchsten. Wenn ich das richtig sehe. Wir haben ein wahnsinniges einen wahnsinnigen Wachstumsschub bekommen. Und wir stehen sogar über den Briten. Und ich glaube, wir haben so weit den höchsten sogar. Ja. Ja, wie gesagt, mit Italien, aber auch mit Spanien und China sind wir immer noch nicht warm. Und auch die Briten machen uns jetzt hier Druck. Es ist dann halt einfach so, ich denke, dass ich da jetzt auch in der nächsten Zeit, ich werde nicht versuchen, da jetzt gegenzuarbeiten, sondern dass wir dann auch die eine oder andere Schlacht wieder zu sehen kriegen. Und auch hier tut sich langsam was, wie man sieht. Während vielleicht die kleineren Waffen ja jetzt hier bei der U-Boot-Abwehr gehen und hoffen, dass dann hier irgendwann auch die Wasserbomben kommen. Und wir sind relativ gut im Plus. Man sieht jetzt auch mal, also Marineform hat sich weiter aufgestockt. Wir sind hier überall auf volle Power. Und man sieht auch, die Transporter haben dementsprechend guten Einfluss jetzt auf uns. Wir haben die Transportkapazität von Anfang an nie runtergeschraubt. Und das macht sich jetzt natürlich in diesem BIP einfach bemerkbar. Und sollten wir jetzt Angebote von der Regierung kriegen, dass sie lieber mal ein bisschen mehr in die Marine stecken wollen an Prozenten, weil wir haben ja nur 5% des Marinebudgets kriegen wir und können so ja, vom BIP ein bisschen was abschöpfen und die Regierung ist trotzdem noch dick im Plus, also das läuft ganz gut. Ansonsten hat sich auch nicht, also das maritime Prestige ist relativ hoch und die Unruhe ist relativ niedrig. Da habe ich immer drauf geguckt, dass das passt. Und ich denke, dass die Briten da jetzt auch immer wieder mal stänkern werden, die Italiener. Und dass sich da jetzt relativ schnell irgendwelche Spannungen dann, ja, hier sieht man das ja schon. Ja. Gerade mit Nordatlantik haben wir es immer wieder. Und die eine Forschung ist fertig. Mal schauen. Das ist dann die. Dass wir hier vielleicht die kleinen Waffen jetzt erstmal machen. Und ja, hier sollten wir uns auch langsam mal ins Zeug legen, dass wir dann die ganzen Öl 2, Öl 3 und so weiter kriegen. Und vieles bei mir ist jetzt noch eingemottet. Wie man sieht. Aber wir werden so nach und nach, glaube ich, jetzt schon anfangen. Arminius ist noch da. Die werde ich jetzt aber langsam verkaufen.
Da werde ich dann mal schon nee, nicht Arminius, Entschuldigung. Was wir dann angefangen haben zu verkaufen, waren die älteren Battleships. Nicht die Arminius. Aber die haben wir auch schon eigentlich gar nicht mehr. Haben sie uns schon alle weggekauft. Die älteren. Na Quatsch, die alten haben wir verschrottet. Die Arminius werden wir jetzt langsam verkaufen. Denn wir sind ja jetzt hier beim, bei dem Bau von der Bayern. Das dauert jetzt aber alles noch eine Weile. In 13 Monate müssen wir halt noch warten. Der Rest ist halt, wie gesagt, eingemottet. Nur die CAs. Da sind jetzt so einige von den neueren fertig geworden. Wir werden die trotzdem mal alle auf begrenzt stellen. Das sind dann diese neuen Klassen, die Prinz William in dem Fall. Wilhelm. William sage ich schon. Die Prinz Wilhelm. Und die werden ersetzt gegen die Dessau, die einfach völlig überaltet ist. Wir sehen ja hier 1907 war das letzte Upgrade. Und die sind einfach zu klein und überhaupt nicht mehr schlagkräftig. Denn wenn wir jetzt mal in die Prinz Wilhelm, ich will mal William sagen, schauen, sind wir auch geschütztechnisch größer aufgestellt. Die hier jetzt mit 254ern aufwartet. Und dementsprechend dann auch hier seine Sekundäre doppelt hat. Und ich verspreche mir eigentlich auch wesentlich bessere Trefferbilder, denn auch unser Roll und unsere Schiffssteigung ist dementsprechend gut. Sie wird aber wesentlich teurer ausfallen, weil sie, ich muss jetzt gucken bei der Geschwindigkeit, ich weiß das jetzt gar nicht auswendig, aber ich glaube, dass sie auch relativ schnell war. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Zeigt er uns dann da 27 Knoten. Die andere war mit 26,8. Also haben wir hier mit größeren Geschützen, wie man das hier sieht. Wir sind hier bei 254 und bei der Dessau war das ja so, dass ich sogar das Kaliber hochschrauben musste. Waren wir dann hier wesentlich besser und wir haben hier sogar Unterwassertorpedos jetzt dabei. Und die wird dann auch wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, noch ein Upgrade kriegen, wenn nicht sogar dann ein neues CA schon draußen ist, aber dass die dann Wasserbomben dazu kriegt. Ja, so sieht es momentan aus. Wir sehen aber, preislich hat sich dann dementsprechend auch was getan. Wir sind jetzt hier bei 133.000, also wir sind wieder ein bisschen teurer. Und die beiden noch bei 127.000, aber dieser Sprung geht noch. Wenn wir jetzt aber sehen von der Arminius, die ja selber eine Dreadnought-Klasse ist und der Sprung dann zur Bayern, da habe ich schon noch ein paar Auflagen gehabt, also ein paar kleinere, also wir werden dann auch noch in den Umbau vielleicht gehen müssen, wo ich dann noch mal ein bisschen umgesetzt habe, da war jetzt nichts Weltbewegendes dabei. Und so sieht es momentan aus. Wie gesagt, geldmäßig stehen wir gut, kann gerne so weiterlaufen. Könnten rein theoretisch jetzt hier auch Mannschaftstraining und dann sieht man, dann gehen wir sofort. Dann schießt hier das alles nochmal hoch. Aber ich denke, wir werden dann mal gucken, wenn die hier nachfragen, wenn wir mal ein bisschen was vom BIP endlich abzweigen, den wir ja vorher immer gepusht haben. Und das wird, denke ich mal, nicht lang dauern. Dann wird das hier an die Chinesen kriegen irgendwie den Hals nicht voll.
Gibt's auch gegen China. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir die Flotten im chinesischen Raum akquirieren. Jedenfalls bis die anderen dann fertig sind. Ich denke, wir werden die mal ja, weil die brauchen ja dann auch 2 Monate, bis die voll einsatzbereit sind. Aber das war hier die Flotten. Ich finde, das müsste man noch verbessern, dass man das hier auch so auswählen kann. Weil bei denen geht es ja auch und dann die Besatzung hochziehen, weil ich muss hier jeden einzelnen anklicken, den ich eingemottet habe. Und ich finde das ein bisschen nervig. Ihr seht, die anderen bleiben dann so. Oder dass man dann hier einen Button hat, dass die wieder in einer vollen Stärke sind. Also das ist so ein bisschen Fummelarbeit hier alles. Und wir haben ja jetzt auch ein paar Schiffe mehr, ne? Von daher ist das dann schon ärgerlich. Ja, wie gesagt, Arminius geht ja jetzt noch nicht weg, aber die werden wir dann später dementsprechend dann auch noch rausgeben und dann auf die Bayern gehen. Manche von der Bayern sind schon aktiv, das ist gut. Und die anderen werden noch gebaut. So, mal gucken. Wir werden das mal nach Häfen selektieren hier, das wird besser sein. In der Baltischen See erwarte ich jetzt erstmal noch nichts. Die haben wir alle schon in der Betriebnahme. Hier sind noch welche, die werden wir noch mal dazu holen. Ah, das sind die älteren, ne? Genau, das ist die Dessau. Ja gut. Die wollte ich ja eigentlich gar nicht da akquirieren. Die können weg. Das bringt uns ja gar nichts. Und die Bayern-Klassen sind unten auch schon. In Weihai. Ja, dann können wir das ja so lassen. Die können wir eingemottet lassen eigentlich. Und bevor die jetzt... Ja, die können wir einfach entsorgen, dann ist ja egal. Verkauft die eigentlich. Das hat auch recht gut funktioniert bisher. Man hat uns kräftig hier die alten CAs abgekauft und auch mal eins der älteren Battleships. Und dadurch haben wir natürlich auch dementsprechend bei dem Marine ziemlich viel Plus gekriegt. Das sieht jetzt ganz gut aus. Politiktechnisch werden wir den Chinesen gut, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, und wir sind jetzt schon im Januar 1912. Briten immer noch irgendwelche Probleme mit uns. Und wir ziehen in den Krieg, so wie das jetzt hier aussieht. Ja, das kommt ja gar nicht in Frage. Ja. Das heißt, die Briten werden jetzt da auch mitziehen. Und natürlich, auch von den Chinesen kriegen wir sogar positive Punkte. Die Spanier mögen uns gar nicht. Die Sowjets haben damit ein Problem. Naja gut, das ist dann halt so. Wir haben eine modifizierte Kehrmaschine. Achso, Minenräumer. Okay.
Danke. Gleich mal in die Wissenschaft gucken. Dann sind wir da unten erstmal fertig. Gut, Experimente. Entfernungsmesser wäre auch gut. Die kleinen Waffen, glaube ich. Ne, die können wir noch nicht rausnehmen. Dann lassen wir die noch drin. Und wie weit geht der? 6 Monate geht er runter? 3 Monate. Dann nehmen wir doch den noch mit rein. Und wir sind mit Italien im Krieg. Okay. Wie lange brauchen wir noch? 11 Monate. Das heißt, wir müssen natürlich auch hier die Leute... Jetzt habe ich mich natürlich auf China konzentriert und mit Italien gehen wir aber in den Krieg. Na super. Das heißt, wir werden dementsprechend hier Atlantik. Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. So, und Bremen natürlich auch schon. Ah, das sind die Dessau-Klassen gewesen. Da war ich jetzt schon ein bisschen zu voreilig. Das ist auch eine Dessau. Die haben wir jetzt. In Emden. Und haben wir in Emden welche sitzen. Das ist schon mal gut. Die nehmen wir eh schon in Betrieb. Die anderen in Hamburg auch. Das ist auch gut. Helgoland. Haben wir die Bayern. Prinz Wilhelm. Die werden wir mal nach unten ziehen müssen. Dann Nordsee haben wir noch die alten Klassen. Das sind ja noch... Die können wir mal deaktivieren. Das sind noch die alten CAs. Ah, die habe ich nach Norwegen noch mitgezogen, damit die Tonnage reicht, als wir uns dann Südnorwegen geholt haben. Die mal wieder rausnehmen. Wir haben im Oslo haben wir auch noch welche, die müssen wir mal mit runterziehen. Ja, der Rest rennt dann irgendwo in China rum. Aber wir haben also Oslo, die wir uns merken müssen, und Helgoland, damit wir dann unten dementsprechend die Schiffe bewegen. Und die werden wir jetzt noch erstmal nach Cadiz holen. Problem ist natürlich, dass wir die Briten auch noch haben. Dann müssen wir jetzt doch ein bisschen rumschleimen in der Politik, denn... Oh ja. Denn jetzt mit den Briten noch zusätzlich in Kampf zu gehen, wäre nicht so gut, wenn wir noch im Bau sind. Genau, in Bergen haben wir nichts. Jetzt wollte ich mal gucken. Emden war ja auch noch. Aber die lasse ich mal lieber oben, damit ich eine Verteidigung da habe. Da haben wir momentan nichts. Und hier haben wir auch noch ein paar CAs. Die werden wir aber mal nach Helgoland hochziehen. Die anderen sind noch in der Betriebnahme. In Hamburg auch, damit wir dann hier eine aktive Flotte haben. Und die in Kiel, die sind auch besetzt. Die lassen wir aber auch schön da. Kiel ist gar nicht so schlecht.
Die werden wahrscheinlich in die Betriebnahme gehen hier, ne? Genau, das sind die, die wir jetzt eigentlich in die Betriebnahme nehmen. Ja, genau, 2 Monate. Damit wir dann hier tatkräftige Unterstützung haben. Denn momentan haben wir ja nur die als Drilling und die werden wir natürlich jetzt hier einsetzen. Schon mal. Und dann mal gucken. Die haben sich hier Österreich gekrallt. Aha. Die sind ja frech. Und Galizien. Und wollen jetzt noch gegen uns gehen. Ah, okay. Na dann, das werden wir den hier mal austreiben. Aha, aha, okay. Wir sind doch dick im Plus, das ist schon mal gut. Ja, wollen wir auf die nächste Runde gehen. Ah, das wird echt schwierig mit den Briten hier, ne? Die Spanier wollen jetzt auch, ne? Dann werden jetzt die Briten natürlich auch kommen. Oh, das hat noch geklappt. Wir konnten jetzt die Briten tatsächlich nochmal von uns fernhalten. Das hat Gott sei Dank geklappt. Die Amerikaner mögen uns nicht mehr so. Dann könnte man... Jetzt ist die Frage, wie viel Tonnage haben wir dabei? Ja, das wird nicht reichen. Das sind 10... Bei Nordspanien sich hier zu holen. Die Franzosen haben sich Südspanien sogar gekrallt. Sich Nordspanien hier oben zu holen, wäre ja ganz interessant. Ich glaube, da müssen wir dann dahin. Wenn mich nicht alles täuscht. Und die Flotte dementsprechend hier schon hinzuziehen. Dann sind zwar die Kräfte da oben erstmal gebunden. Aber es wäre dennoch für Spanien. Wir können gar keine Marine. Achso, weil wir die Flotte dann noch nicht haben. Die ziehen wir jetzt aber dahin. Wir müssen leider hier noch warten, bis die... Wir sind ja alle noch in der Betriebnahme, Mai Monat, dass wir die dann noch haben. Und dann hoffen, dass das vielleicht dann schon reicht. Dann alles andere ist noch im Bau. Achso. Und wir werden hier mal die Flotte in Bereitschaft setzen. Natürlich. Das hat er schon automatisch anscheinend gemacht. Ja. Das Ganze auf Sekunde. Ja, das passt. Oder haben wir jetzt hier Mannschaftstraining irgendwie runtergesetzt? Nee, das passt. Achso, wir kriegen jetzt 7,5%, weil wir im Krieg sind. Aber wir sehen im Haushalt ja ganz gut aus. Also bisher, solange wir im Plus sind. Jetzt die Deutschen dementsprechend auch mit dem Angriff oder Befreiungsschlag in Österreich. Oh, bei den Briten stänkern wir diesmal nicht. So, und die müssen wir jetzt irgendwie, es ist halt blöd. Wir müssen was vom Marinefond abgeben, es ist halt so.
Aber die müssen wir uns am Leib halten. Ne? Ich habe keine Lust da noch. Oder ja, dass wir dann da noch in den... Das hat auch geklappt. Und dann werden wir natürlich auch gucken, dass wir uns jetzt erstmal mit den Briten irgendwie verstehen. Das wäre sonst finanztechnisch irgendwann schlecht. So, die kleinen Waffen sind eh durch. Kessel brauchen wir. Das haben wir auch durch. Der Entfernungsmesser wäre auch ganz gut. Gut, Minen. Der wäre mir lieber. So, und jetzt sollten ja hier die Boote, das war glaube ich hier, die sollten jetzt auch langsam möglich sein. Und die werden wir jetzt auch hier, glaube ich, mit hochholen. Ansonsten hatte ich jetzt keine nennenswerte große Flotte, ne? Die Tethys ist aber, die sitzen Rabatt, die habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Ja, natürlich auch Aquarian. Ein Rabatt. Wo ist es denn? Ein bisschen Rabatt. Oh ja, die ist tatsächlich untergegangen. Bam, 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 bam. Die haben wir alle stillgelegt, das ist okay. Tja. Ja, wir stehen ja eh ganz gut. Wir werden dann mal hier schauen, dass wir die hier alle mal aufwecken und besetzen. Tja, das andere braucht noch 9 Monate. Da, aber das ist dann halt so. Genau, Politik. So, was ich jetzt eigentlich gucken wollte ist... Geht irgendwie nicht. Naja, wir gucken mal den nächsten Monat an, weil die Marine-Invasion hier. Nordspanien hätte ich gerne. Und ansonsten gucken wir nach Mallorca. Das ist zum Freude der Deutschen dann. Mal gleich einen deutschen Bierstand dann aufmachen dort. Aber das sehen wir jetzt gleich dann. Okay. Mhm. Transporter fangen wir schon langsam ab. Elektrischer Antrieb haben wir. Ah, der ist relativ schwer. Okay, da sind wir jetzt auch nicht weitergekommen. Und jetzt werden wir mal uns die Spanier hier angucken. Und zwar werden wir uns Nordspanien 147. Oh, das wird schwierig. Vielleicht schaffen wir das. Ja, wir versuchen es mal. Haben wir genügend Tonnage dabei. Das könnte klappen. Hier haben wir schon die ersten Konvoifahrten. Und vielleicht gehen wir da jetzt auch rein. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, würde ich sagen. Und mal schauen, ob unsere neuen CAs... ja, unsere neuen CAs was können. Mit dem Schlachtschiff kann es schwierig werden. Aber ansonsten, ja, mal gucken wir uns, ob wir uns hier gut schlagen damit. Teilt alles auf und dann gehen wir hier mal. Ja, dann das Rest lassen wir auf Auto. Und gucken, ob wir den Konvoi abgekriegt haben, abgefasst haben.
Nordost sagt er uns an. Drehen wir da mal ein. Sind ja relativ schnell unterwegs. Kommen denen jetzt auch näher hier anscheinend. Nichts zu sehen. Nee. Richtung Osten. Ja gut, dann fahren wir mal Richtung Osten. Da sind sie. Ja, nach links abdrehen hier. Werden wir begrüßen. Vielleicht treffen wir ja was. Gucken, dass wir hier die Transporter hoffentlich alle weggeschossen kriegen. Das wäre gut. Mit Schlachtschiffen müssen wir aufpassen. Italienische Flotte auch nicht. Oh, das ist noch ein ziemlich altes Schlachtschiff. Okay. Das wäre ja schon mal gut. Aber dennoch. Oh ja, hier sitzt es ordentlich. So, mal gucken. Sachsen hat jetzt gerade die Führung übernommen, aber hat auch dementsprechend Treffer. Italienische Flotte nicht zu verachten. Gucken, dass wir das das CL und CC abschirmen. Mal gucken, dass wir hier den Zerstörer vielleicht. Der hält jetzt offen zu. Dem Zerstörer jetzt hier einer mitgeben. Das Schlachtschiff wird auch mal näher von der Salve her. SDD Nebel, daher wird das mit der Trefferquote so ein Problem. Auch dem Schlachtschiff kommen wir gefährlich nahe. Zweites DD. Hast du jetzt mit Überschwemmungen? Jetzt müssen wir aufpassen. Kommen jetzt nah, das heißt, Torpedo wird wahrscheinlich dementsprechend Effekt haben. Einer unserer Torpedos hat jetzt nicht gesessen. Leider am Blindgänger. Aber ja. Zerstörer jetzt hier mit guten Schäden dabei. Ein neuer Anlauf der Zerstörer. Jetzt kommen wir aber auch mal enger. Und das erste CA ist weg. Das ist schon mal gut. Da haben die sich jetzt hier gegenseitig kaputt gefahren. Ich weiß nicht. Ah, die können aber was ab hier, Jungs. Muss ich den lassen. Ich werde jetzt mal die wieder auf den freien Schusswinkel lassen, denn wir müssen natürlich die Transporter hier wegkriegen. Das wäre viel besser. Das würde den Italienern so richtig wehtun.
Oh, da hat es eingeschlagen und zwar ziemlich heftig. Aber wir haben keinen Wassereinbruch, das ist schon mal gut. Feld bleibt da. Das hat sich in die Richtung geändert. Schlachtschiff wird Feuer eröffnet. Aber ich denke mit AP werden sie da nicht weit kommen. CL. Das geht. Schlachtschiff auch relativ flott hier unterwegs, hält fast mit uns mit. Ja. Kriegt aber auch dementsprechend... Oh ja, hat sogar Wassereinbrüche schon. Unsere CAs sehen noch einigermaßen gut aus. Wenn wir das Schlachtschiff hier versehen kriegen, das wäre ja ein Knaller. Ich dachte eigentlich, bei dem werden wir uns ein bisschen die Zähne ausbeißen, aber das wäre ja... Da könnten wir sogar Glück haben, dass die Spanier natürlich jetzt, die Italiener jetzt gleich natürlich den Friedensvertrag haben wollen. Wenn wir denen hier noch die Schlachtschiffe wegschießen. Ich staune auch, dass die Kreuzer jetzt doch eher lieber die CAs und also die Militärschiffe angreifen. Normalerweise wollen die ja immer gleich die Transporter weg haben. CA hält hier auch extrem auf uns zu. Oh, 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 das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Den haben wir jetzt vom Rauch ja nicht gesehen. Er hat sich jetzt richtig gut rangepirscht. Da werden wir jetzt zusehen, dass wir da die Flotte rausdrehen, denn der wird uns hier gleich mit Torpedos eindecken. Das ist schlecht. Dass der so nah rangekommen ist, ist ganz schlecht eigentlich. Ja, jetzt auf der anderen Seite auch noch. Oh, der DD, das DD muss weg jetzt hier. Da drehen wir uns lieber raus. Und wir kriegen jetzt auch massiven Schaden. Torpedo von uns abgekriegt. Gut. Jetzt können wir uns hier rausdrehen aus dem Ganzen. Schlagen, also die CA schlagen sich hier gar nicht so schlecht. Ja. Obwohl die jetzt auch massiven Schaden abkriegen konnten. Oder abgekriegt haben. Sogar mit leichten Wassereinbrüchen, aber konnten das auch gut stoppen. Wenn wir aber hier das Feuer auf den CA lassen. Und das muss massive Treffer einstecken. Da schlägt sich permanent ein. Oh, der Captain ist auch schon weg. Aber die haben noch relativ alte Technik. Das hat uns wahrscheinlich hier ein bisschen den Po gerettet. So. Jetzt ist die Frage, haben wir hier... ja. Jetzt ist der Transportverband völlig ohne Schutz. Dann gehen wir jetzt auf die Jagd. Das können wir jetzt mal ausmachen. Das kriegen wir, glaube ich, auch so hin. Und werden dann dementsprechend die Hauptgeschütze mit HE machen und das andere mit AP. Mal auf Speichern gehen. Ein bisschen Munition. Sekundären können wir schon mit reinnehmen. HE sind wir relativ wenig, ne? Und schon fast leer geschossen.
Ja, vielleicht gehen wir dann doch auf Auto. Der Transporter relativ klein bewaffnet, aber trotzdem können die Schaden machen. Der Transporter jetzt hier völlig wehrlos. Ja, jetzt hier wie so ein Wolfsrudel. Die sich die Schafsherde holen. Ne? Tja, man jetzt erst bald keine Munition mehr, so wie es aussieht hier. Ganz gut leer geschossen an diesem Verband.
werden dann auch gut in die Reparatur gehen danach. Das wird eine Weile dauern. Wir haben doch relativ auch Schaden erlitten. Bei der Rheinland habe ich jetzt schon gesehen, dass der hintere Turm nicht mehr so gut aussah. Na? Also gute Treffer hier gekriegt. Auch ein paar von den Secondaries. Sie sehen ja gute Löcher. Ich glaube, die Prinz Wilhelm sieht noch relativ gut aus, aber auch hier gab es Granateinschläge. Und auch immer wieder hier Überschwemmungen. Relativ nah jetzt am Transporter auch. Den letzten Transporter jetzt hier noch mitnehmen und dann ja, aber das war eine sehr gute Jagd. Wir haben richtig, richtig viel Schaden hinterlassen, das Schlachtschiff rauszunehmen. Ich meine, es war jetzt relativ veraltet, aber trotzdem die CAs, CLs, 2 Zerstörer und dann dementsprechend 14 Transporter. Das tat den Italienern wirtschaftlich auch ziemlich weh. Und auch wenn jetzt unsere CAs erstmal ausfallen und in die Reparatur gehen, hat sich das dennoch gelohnt. Denn wir haben ja immer noch Backup im Helgoland und können dementsprechend dann schwere Kreuzer nach unten ziehen. Und da haben wir es auch. Und wie ich denke, man sollte hier dann auch zustimmen. Aber ob das klappt, das ist halt die andere Frage. Denn, wie gesagt, die Spanier waren ja noch. Und ich meine, die Spanier sind relativ klein eigentlich. Aber bei den Spaniern sind hier ein paar Inselgruppen und natürlich die Philippinen interessant. Aber wir holen uns ja dann... Na, was hat er denn jetzt? So. Aber wir holen uns bei den Spaniern dann Mallorca und Nordspanien, genauso wie die Kanaren. Das könnte interessant werden. Und auch hier in Kuba wäre interessant. Von daher, wenn die Italiener jetzt auf einmal aus dem Krieg ausscheiden, das wäre natürlich so eine Geschichte. Da müssen wir mal gucken, was sie uns anbieten. Weil Australien wäre ja sehr interessant. Das wäre, ach, Australien sage ich schon. Österreich wäre natürlich sehr interessant, weil ich Austria gelesen habe. Österreich wäre natürlich sehr interessant für uns und vielleicht auch inseltechnisch vielleicht hier noch. Genau, der Konvoi, den müssten wir dann, aber sind das die gleichen CAs? 2 BBs. 11 Transporter. Wir sind aber zu viert. Vielleicht machen wir das noch. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier erstmal. Und bei der nächsten Aufnahme gehen wir dann auf erneute Konvojagd. Und hoffen, dass wir mit den 4 Kreuzern dort den Italienern da auch noch richtig was wegnehmen können. Bis zum nächsten Mal.